Es war eine kalte Nacht im November, als ich mich dazu entschloss, meine Heimat Afghanistan zu verlassen. Die ständige Bedrohung durch den Krieg und die Unsicherheit hatten meine Familie und mich dazu gebracht, alles hinter uns zu lassen und ein neues Leben in Europa zu suchen. Mein Name ist Amir und dies ist meine Geschichte. Die Entscheidung zur Flucht. Ich wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kunduz auf. Das Leben war hart, aber wir hatten uns arrangiert. Doch als die Kämpfe zwischen den Taliban und den Regierungstruppen immer intensiver wurden, war es nicht mehr sicher. Eines Nachts, als ich das Schreien und die Schüsse hörte, wusste ich, dass ich gehen musste. Ich sammelte meine wenigen Habseligkeiten und verabschiedete mich tränenreich von meiner Familie. Mein Ziel war Deutschland, ein Land, das ich nur aus Erzählungen und aus dem Fernsehen kannte. Die Reise beginnt. Meine Reise begann mit einem langen Fußmarsch in Richtung Iran. Ich schloss mich einer Gruppe von Flüchtlingen an, die von einem Schlepper angeführt wurden. Die Überquerung der afghanischen Grenze war gefährlich. Wir mussten uns vor den Patrouillen verstecken und waren ständig in Angst, entdeckt zu werden. Nach Tagen des Wanderns erreichten wir schließlich die iranische Grenze. Im Iran angekommen, war das Leben nicht viel einfacher. Wir mussten uns verstecken, da die iranischen Behörden Flüchtlinge oft festnahmen und zurückschickten. Ich fand einen Job auf dem Bau, um etwas Geld für die Weiterreise zu verdienen. Doch die Bedingungen waren hart und die Bezahlung war miserabel. Nach einigen Monaten hatte ich genug Geld gespart, um meine Reise fortzusetzen. Die Türkei und die Ägäis. Mit einem gefälschten Pass gelang es mir, in die Türkei zu gelangen. In Istanbul traf ich auf andere Flüchtlinge, die wie ich nach Europa wollten. Wir alle hatten die gleichen Geschichten von Hoffnung und Verzweiflung. Eines Nachts bestiegen wir ein kleines Boot, das uns über die Ägäis nach Griechenland bringen sollte. Die Überfahrt war schrecklich. Das Meer war rau und das Boot überladen. Ich betete die ganze Zeit, dass wir sicher ankommen würden. Nach Stunden der Angst erreichten wir endlich die griechische Küste. Durch Europa. In Griechenland wurden wir zunächst in einem Flüchtlingslager untergebracht. Die Bedingungen waren schlecht, aber wir waren froh, in Sicherheit zu sein. Von dort aus begann meine lange Reise durch Europa. Ich reiste durch Mazedonien, Serbien, Ungarn und Österreich, meistens zu Fuß oder versteckt in Lastwagen. Überall begegneten mir Menschen, die halfen, aber auch solche, die uns feindselig gegenüberstanden. Ankunft in Deutschland. Nach Monaten der Entbehrungen und Strapazen erreichte ich schließlich Deutschland. In München wurde ich in einem Flüchtlingsheim untergebracht und erhielt Unterstützung von Hilfsorganisationen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich sicher fühlte. Ich begann Deutsch zu lernen und suchte nach Möglichkeiten, mein Leben neu zu beginnen. Ein neues Leben. Heute, Jahre nach meiner Flucht, lebe ich in Berlin. Ich habe Freunde gefunden und einen Job und fühle mich zum ersten Mal seit langem wieder zu Hause. Die Reise hierher war schwer und voller Gefahren, aber ich bereue nichts. Deutschland hat mir die Chance gegeben, ein neues Leben zu beginnen. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Schlusswort. Meine Geschichte ist nur eine von vielen. Tausende Menschen verlassen täglich ihre Heimat auf der Suche nach Sicherheit und einem besseren Leben. Es ist meine Hoffnung, dass die Welt eines Tages einen Weg findet, dass niemand mehr gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen. Bis dahin werden Menschen wie ich weiterhin auf der Suche nach einem sicheren Hafen durch die Welt reisen.